Ich meine, ich hätte dem Yves Eigenrauch damals einen Beinschuss gegeben. Schon in den 90er Jahren ist dem BVB kaum ein großes Talent in der näheren Umgebung verborgen geblieben. Von der SG Herten-Langenbochum wechselt Christian Timm 1993 im Alter von 14 Jahren zu den Schwarz-Gelben. Wenn ich mich zurückerinnere, habe ich von Kindesalter immer meinen Traum gelebt schon. Ne? Ich habe Fußball gespielt und dann habe ich mit 17 meinen Profivertrag unterschrieben und wenn man es ganz blöd sagt, ich kam aus der Nummer gar nicht mehr raus. Ne? Ich bin dann im System gewesen und dann habe ich bei den Amateuren, bei den Profis gespielt und da war es dann nun. Natürlich am Ende ist es ein Traum von jedem Kind, aber ich habe mir das als Kind nicht so wirklich vorgenommen. Zwischen April 1997 und Mai 1999 absolviert Christian Timm 15 Bundesligaspiele für Borussia Dortmund. Bei seinem Debüt wird er für 19 Minuten in Bielefeld eingewechselt. Eine Woche später, am 3. Mai 1997, steht das Derby in Dortmund auf dem Spielplan. Direkt am Spieltag nach dem Essen haben wir hat der Ottmar Hitzfeld immer die Besprechung gemacht, die Mannschaftsaufstellung preisgegeben und da stand dann mein Name und natürlich erstmal total überrascht. Das war mein erster Startelf-Einsatz, das im Heimspiel im Derby gegen Schalke und Wahnsinnsgefühl, ne? Vor der Kulisse aufzulaufen, das von Beginn an. Von Muffensausen keine Spur. Der 18-Jährige spielt auf der rechten Außenbahn mutig wie ein Routinier. Man hat das Umfeld immer dann mal wieder wahrgenommen, wenn eine Unterbrechung war. Dann konnte man so rumgucken, aber wenn das Spiel lief, dann war der Fokus voll auf dem Spiel. Wenige Tage bevor Schalke seine UEFA-Pokal-Endspiele gegen Inter Mailand absolviert und gut 3 Wochen vor dem Champions-League-Finale des BVB gegen Juventus Turin bleibt es im Derby bis zur Pause torlos. Immer wenn mich jemand gefragt hat, wer war der beste Trainer in deiner Karriere, ne, muss ich immer wieder auf den Ottmar Hitzfeld zurückkommen. Er hat in der Halbzeitpause nie Spieler so fertig gemacht, rund gemacht und nie das Negative gesehen. Er hat immer Lösungen gebracht. Er hat mir versucht, Druck zu nehmen vor den Spielen, auch in Zusammenarbeit mit Michael Henke. Keine Spur also von allzu großem Respekt. Diese Schwalbe darf man durchaus als frech bezeichnen. Und einmal frech geworden, kennt der Übermut bald gar keine Grenzen mehr. Ich meine, ich hätte dem Yves Eigenrauch damals einen Beinschuss gegeben. Oder dem Büskens, ich weiß nicht. Es war eine Situation, ich war rechts außen in der Ecke, an der Eckfahne und hatte ein 1 gegen 1 und dann bin ich nach innen und habe den Ball durch die Beine gespielt und habe dann, glaube ich, eine Flanke geschlagen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Gut, es ist jetzt über 23 Jahre her. Da kann aus Andreas Müller schon mal Yves Eigenrauch oder Mike Büskens werden. Und aus einem Abstoß eine Flanke. Aber er hat sogar eine richtig gute Torchance und wäre beinahe zum Derby-Helden geworden. Nach 71 Minuten geht Timm vom Platz. René Tretschok kommt für ihn in ein Spiel, das er trotzdem nie mehr vergessen wird. Und wir haben das Spiel dann noch gewonnen. Derby-Sieg ist natürlich das Größte, was man als Dortmunder irgendwo erreichen kann. Das Tor des Tages zum Derby-Sieg von Michael Zorc in der 84. Minute erlebt Timm nur auf der Bank. Bei den anschließenden Siegesfeierlichkeiten ist er wieder voll dabei. Im Whirlpool, aber da ein bisschen ausgelassener. Ne? Ich kann mich erinnern, wir hatten damals so ein Wärmebecken auch, wo dann nach der Dusche ist man dann zusammen da reingegangen und hat dann über das Spiel erzählt. Aber nach dem Derby-Sieg ist natürlich, ist eine andere Stimmung, ne? Weil, wie gesagt, wenn man gegen Schalke gewinnt in Dortmund, dann hat man erstmal bei den Fans einen guten Stand. Ne? Und das über die ganze Saison und das trägt sich bis zum Rückspiel. Der große Durchbruch gelang Christian Timm erst auf seinen späteren Stationen in Köln, Kaiserslautern, Fürth und Karlsruhe. Ein Spiel wie das Derby gegen Schalke aber hat er nie wieder erlebt.